Hallo ihr Lieben, willkommen zum Vollmond-Orakel. Ich glaube am 18. ist der. Ich mache es diesmal so, ich lasse euch vorab 2 Karten Krafttier springen oder ich ziehe sie. Ein Krafttier und ein Thema für die Legung für euch persönlich. Und dann legen wir fürs Kollektiv los. Lege ich mal hierher. Ihr wisst, ich brauche den Platz. Und jetzt schauen wir, was darf ich dem Kollektiv für den Vollmond weitergeben. Wo sollen wir hinschauen? Was sind Botschaften, die zu uns wollen? Ja, hier wird das Beziehungsleben unter den Prüfstand gestellt. Wir trauen vielleicht unserem Glück nicht. Kurzfristige Lösungen, um in eine andere Richtung zu gehen. Ja, hier haben wir das Kleeblatt dabei. Glück gegen Zweifel, Zweifel gegen Glück. Kann ja auch sein, jemand traut dem Frieden nicht oder so, weil man im Leben schon zu viel erlebt hat. Irgendwas braucht hier einen neuen Schwung, ein neues Wachstum, einen kürzeren Weg. Etwas, was in der Vergangenheit, ich sage mal, stark an uns genagt hat, Brachland verursacht hat, nicht ehrlich war, nicht authentisch war, nicht in Balance, nicht in Harmonie. Das kann ein Lebensthema sein. Ne? Wir haben den Baum hier oben, da geht es immer auch um unsere Wurzeln, um das Gerüst, das vielleicht faulig irgendwo ist, das nicht auf gutem Boden steht. Und hier kommt man irgendwie sehr schnell und flott in diese Situation, wo man ehrlich erkennt, wo ist das Wurzelsübel. Hier ist positive Aufregung, hier können Gespräche wichtig werden, die zur Harmonie führen, die neuen Impuls geben. Eine Energie, die sehr unruhig ist oder wo wirklich, ich sag mal, das Fundament angeknabbert ist, kann hier neu entstehen. Ein anderes Feld, das nicht so viel Stress und Unruhe mitbringt. Ich sehe so positive Aufgeregtheit irgendwie, ne? So Vorfreude oder irgendwie. Und hier haben wir die Veränderungen in unserem eigenen Haus drin. Es kann hier sein, dass man selbst etwas in die Veränderung bringt, was man vorher nicht geglaubt hätte oder wo man gedacht hat, dieses Glück ist nicht für mich möglich oder umsetzbar. Hier ist sehr viel Kommunikation. Ich sehe, dass Veränderungen durch Kommunikation kommen. Die Kommunikation kommt wiederum aus dem Umfeld. Der Brief hat sich hier auf den Kopf gestellt. Ne? Also hier darf man schon auch gucken, wer bringt mir die Energie mit, die kein Wort mehr fordert. Wo ist alles gesagt? Wo lasse ich mich irgendwie noch berühren durch Worte, die nicht gerechtfertigt sind. Ihr wisst, das gesprochene Wort hat viel Macht und es ist unsere Entscheidung, zu gucken, wie kommuniziere ich, wie kommunizieren die anderen.
Nichtsdestotrotz sehe ich Nachrichten, die Stress rausnehmen. Auch in einer Situation, wo man sehr verletzt war oder wo man gedacht hat, auf dieser Wunde wächst kein Gras mehr, da ist kein guter Boden mehr zu finden. Das können hier auch Nachrichten sein, die alles verändern. Hier ist Genesung sehr wichtig aus einer verstrickten Situation. Es wird so sein, dass man sich häuten kann, dass man eine alte Haut ablegt. Und schaut mal, wie schön, unterm Deck haben wir noch die Sonne und den Mond. Hier vereinigt sich etwas, ein Gegensatz, eine Polarität. Sich wieder ganz fühlen, kommt mir in den Sinn. Mit einem Thema abgeschlossen haben, das energieraubend war oder auch energieraubende Muster erzeugt hat. Das kann jetzt hier speziell ein Familienthema sein, ein Thema mit der eigenen Mutter, ein Thema mit Konkurrenten, ein Thema, wo man dachte, vielleicht ich stehe in der zweiten Reihe, ich bin nicht gut genug. Vielleicht sagen andere etwas über mich. Ja, wir hätten jetzt gerne mal noch eine Karte. Die Natur. Wir haben ja hier den Baum. Hier ist so Energie, das ist so eine blumige Sache, ne? Feenenergie, Blumenenergie. Hier haben wir ja den Klee, ne? Alles, was so aus der Natur mit uns sprechen kann, kann hier sehr heilsam sein. Und hier unten, das finde ich auch noch extrem spannend, denn hier hat man sich bei irgendwas blockiert gefühlt oder nicht im Frieden und man ist so irgendwie traurig darüber, weil die Karte sagt, du hast jetzt die Wahl, ne? Nimm einfach auch die Wahl an, wieder an Glück zu glauben, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und so weiter. Da wir hier ja auch die Kommunikation haben, ne? Hier ist die Kommunikation der Natur. Wenn ihr euch das anguckt, wir haben Sonne, wir haben Mond, nichts geht ohne einander. Alles ist voneinander in einer bestimmten Phase vorhanden. Und ich glaube, das ist das, auf was wir uns fokussieren sollen. So, hier hat sich eine umgedreht, das ist Dagas, die höhere Wahrnehmung, die Anbindung an die Quelle. Ist jetzt auch wieder spannend, denn die Rune steht im Prinzip für die Luft, für die Erde, das Licht, der Tag, der Morgen und der Abend. Und das haben wir ja hier, ist so faszinierend immer wieder. Hier ist Kommunikation mit der höchsten Quelle, hier ist Seelenerweckung, höhere Wahrnehmung, erhöhte Sensibilität und man kommt über diese Rune ganz gut in die Anbindung und in den Kontakt mit der anderen Welt. Die Wahrnehmung ist sehr gut, man ist im Einklang mit seinem Seelenplan.
Die Schwingung ist so, dass das Wissen, wo unser persönlicher Platz im Universum ist, vielleicht auch leichter ist und unser Weg dahin. Hier geht es auch um die Außenwelt, das haben wir hier auch, ne? Diese Gespräche, die von außen kommen oder die Stimmen, die es da immer wieder gibt oder dieses Fordernde, was in der Kommunikation liegt, das Trubel mitbringt und Aufregung. Ja, dass man das so für sich hinkriegt, dass es eben einen nicht umwirft, dass man den Trubel der Außenwelt ausknipsen kann. Da ist ja viel Licht, die Sonne lag ja auch unterm Deck, das den Weg erhält, und es ist wichtig, sich realistische und bodenständige Ziele zu setzen. Kleine Auszeiten vom Alltag nehmen. Was ich auch habe, das ist vielleicht, dass die Antennen, die wir nach außen haben, dass die zu sind, ne? Dass wir so vollgestopft sind mit irgendwelchen Sachen, dass man in der Stille erst wieder mehr hören kann oder mehr empfangen, und da auch genau dieses Ding ist, wo du selber unsicher bist, ne? Wir haben ja hier die Kommunikation der Natur, und hier ist viel, das dich von außen beeinflusst, und das Gleichgewicht da zu finden und die Stille auch aushalten zu können, scheint hier die Aufgabe zu sein. Wir nehmen noch einen Glücksimpuls, dann schauen wir uns die Botschaften an. Hier kommt noch die finanzielle Erleichterung und das gute Manifestieren hinzu, das in dieser Phase sein kann, ne? Sähe Samen aus, manifestiere bei Vollmond irgendetwas, was den Finanzen auch dient. Du kommst hier auf die Antwort in der Stille. Gut, ihr Lieben, spannend wie immer. So, fokussiert euch, sucht einen Stapel aus, ich nehme rechts, ich wusste es heute sehr schnell. Drehen wir um. Wir haben die Möwe und den Hirsch, 2 Tiere gleich wieder. Das ist auch schon wieder sehr spannend, denn die Möwe ist ebenso wie die Rune ein bisschen angehaucht, dass das höhere Sein, die Quelle, berührt wird. Und die Möwe lenkt die Schritte in die richtige Richtung und führt zum lang ersehnten Hafen. Sie zeigt, wie man Geist und Materie miteinander verbindet. Man erkennt, dass alles auf dem Weg liegt. Es geht auch darum, nicht zu suchen, sondern zu finden und die Kraft des Augenblicks zu leben. Was auch spannend ist, sie bringt auch ein Thema Kommunikation mit. Ja? Sie lehrt zu kommunizieren und zuzuwenden, was gerade ansteht. Und auch da einen Stopp reinzuhauen, wo es zu viel ist. Das passt total gut. Man fühlt sich da wieder mehr angebunden. Man hat Einsichten. Die Träume können hier sehr wegweisend sein. Und es geht darum zu gucken, was um mich herum ist überhaupt für mich verfügbar. Oder wo muss ich wirklich dafür sorgen, dass ich angebunden bin. Dann haben wir den Hirsch, der weist uns gleich die Führung dazu. Und wieder sehr passend, hier geht es nämlich darum, wo habe ich mich denn in der Vergangenheit zurückgehalten? Wo habe ich nicht gestrahlt oder geleuchtet? Wo brauche ich mehr Führerschaft für mein eigenes Leben? Wo probiere ich einfach auch mal aus? Wo bin ich vielleicht auch jemand, der andere inspiriert? Und wo ist mein Weg zu meinem eigenen Licht und meinem eigenen Leuchtfeuer, das ich sein kann? Mach dich nicht klein. Was sagt die Seelenbotschaft noch?
Die Seele möchte sagen, Harmonie in deinem Zuhause. Gestalte etwas um, mach etwas schöner, sorge für ein gutes Energiefeld, stell dir irgendwas hin, erschaffe etwas, was in dir selbst auch Harmonie erzeugt. Ne? Okay, ihr Lieben, nehmen wir die andere Seite. Was habt ihr Schönes? Oh, ihr habt den Rochen mit dem Thema Selbstmeisterung und den Mut. Hier erscheint ein großartiger Lehrer in eurem Leben. Der führt euch auch zu den Tiefen eures Seins. Es sind viele Emotionen. Hier ist Vitalisierung auch der Emotionen. Man ist in der Lage, friedlich, zuversichtlich und freudvoll, vielleicht auch in einer Gemeinschaft weiterzugehen. Und der sagt euch hier, ihr dürft gewonnene Erkenntnisse umsetzen, eurer Führung vertrauen, euch lebendig fühlen, eure Einzigartigkeit auf dieser Welt sehen. Und das eine ist, man ist einzigartig, das andere ist, lebt man seine Einzigartigkeit. Ihr braucht euch nicht mit jemandem messen, vergleichen oder gar jemanden kopieren, denn ihr habt euren eigenen Platz im Leben. Glaubt an euch selbst. Das passt auch, denn hier habt ihr das Thema Mut. Ne? Die Karte sagt, ihr könnt alle Hindernisse umgehen. Ihr müsst es nur angehen. Es spielt auch keine Rolle, was sich einem da in den Weg stellt oder wer. Das Wurzelgeflecht hier unten ist sehr stabil. Und die Karte sagt einfach auch, ihr habt irgendwie so den Kampf angetreten, ihr seid Krieger, ihr seid bereit, für eure Herausforderungen einzustehen, furchtlos zu sein und auch eure eigene Kraft und Stärke anzunehmen. Was möchte euch eure Seele sagen? Dankbarkeit. Sei dankbar für das, was du hast. Deine Gesundheit, dein Zuhause, deinen Partner. Manches ist vielleicht zu selbstverständlich geworden. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch eine schöne Zeit, eine schöne Vollmondphase und heute auch einen schönen Sonntag. Ich drücke euch bis bald.